Nachdem wir uns inhaltlich mit der Konzepterstellung auseinandergesetzt haben, beschäftigt sich dieses Video nun mit dessen Übersetzung in ein Storyboard. Zunächst werden im Folgenden die Begrifflichkeiten Storyboard im Allgemeinen definiert und auf die unterschiedlichen Verständnisse und Einsatzszenarien eingegangen. Dabei stehen der Aufbau und die Zielsetzung eines Storyboards im Vordergrund. Des Weiteren wird beschrieben, warum die Erstellung und Nutzung eines Storyboards sinnvoll ist und wie sich diese im Speziellen für 360-Grad-Leerlernszenarien unterscheiden. Dabei werden Handlungsempfehlungen aus Praxisbeispielen der 360-Grad-Produktion abgeleitet und gezielt auf die Nutzung des von uns entwickelten Storyboard-Templates hingeführt. Das Template berücksichtigt neben dem reinen Storytelling und der Beschreibung der Lehr-Lern-Szenarien auch die Thematiken Lernzieldefinition, Interaktionsmomente definieren und beschreiben sowie im Falle eines gamifizierten Lernszenarios die Berücksichtigung der Spielelogik und der dabei notwendigen zusätzlichen Spieleelemente und Funktionen. Was ist ein Storyboard? In diesem Abschnitt geht es also um die Definition des Storyboards, Aufbau und Zielsetzung eines solchen Boards, dem Verständnis eines Storyboards für 360-Grad-Lernszenarien, Praxisbeispiele und Template-Beschreibung. Blickt man allgemein auf die Begrifflichkeit Storyboard, so kann schon über den Namen abgeleitet werden, dass es sich um eine besondere Form der Darstellung einer Geschichte, also der Story, handelt. Erzählt oder zusammengestellt an einer Tafel, einem Board. Das Board bietet die Möglichkeit der flexiblen Ausformulierung, visuell skizzenhaft, der zu erzählenden Geschichte. Diese zwei Kernfunktionen helfen dabei, die eigene Idee zu konkretisieren und die Fragestellung zu beantworten: Was möchte ich eigentlich umsetzen? Es ist ein Denk- und eine Planungshilfe und bietet eine ausgezeichnete Möglichkeit, Informationen in einer visuellen Form darzustellen. Insbesondere bei der Erstellung von Bildinhalten ist ein Storyboard unverzichtbar. Der Ursprung des Storyboards kommt aus der Filmarbeit. Dort wird zu einem Storyboard ein Skript, welches den Ablauf der Handlung und Dialoge strukturiert vorgibt, benutzt. Dieses Skript wird in Szenen unterteilt und jedes Segment in einzelne Aufnahmen segmentiert, um eine detailliertere Planung zu ermöglichen. Das Storyboard ist somit ein wichtiger Bestandteil für eine klare Vorstellung davon, wie die Geschichte strukturiert sein soll und wie sie bestmöglich präsentiert werden kann. Ein hochwertiges Storyboard besteht aus visuellen Elementen wie Zeichnungen, Skizzen, Bildern oder Fotos. Es beinhaltet darüber hinaus genaue Beschreibungen von Beleuchtung, Dialog und Handlung. Pfeile können zudem zur Verdeutlichung der Kameraperspektive oder des Zusammenhangs zwischen Aufnahmen eingesetzt werden und beschreiben damit noch weitergehend den Aufbau der Einstellungen und der Szene. Ein gut gestaltetes Storyboard kann somit als Leitfaden für die Umsetzung des Drehbuchs dienen und eine klare Vorstellung davon vermitteln, wie die fertige Video- und Filmsequenz aussehen wird. Der Mehrwert eines Storyboards. Die Nutzung eines Storyboards hat sich nicht nur für den Bereich Film und Video etabliert, auch für andere mediale Produktionen finden Storyboards ihren Einsatz. Sie werden in der Produktion von Podcasts oder Hörspielen genauso eingesetzt, als auch in der Produktion für Multimedia-Anwendungen. Zwar ist die Ausgestaltung des Storyboards angepasst an die medialen Eigenschaften des entsprechenden Produkts, die Zielsetzung ist jedoch immer die gleiche. So geht es um die Ausarbeitung der Details einer Geschichte und wie diese erzählt werden soll. Das Storyboard unterstützt somit den Produktionsprozess schon zu Beginn einer Projektidee und hilft, diese zu konkretisieren. Insgesamt erweist sich das Storyboard als äußerst effektive Strategie zur Elaboration, Organisation und grafischen Darstellung von Ideen. Es ermöglicht eine schnelle Veranschaulichung der Realisierbarkeit einer Idee, hilft bei der Strukturierung und sorgt dafür, dass potenzielle Fehler frühzeitig erkannt und behoben werden können. Die folgenden Punkte beschreiben die Vorteile der Nutzung eines Storyboards im Allgemeinen und lassen sich auch auf die Produktion einer 360-Grad-Lernumgebung übertragen. Da wäre zunächst die Konkretisierung der Projektidee.
Hier steht die Gewinnung des ersten Überblicks von Projekt und Geschichte im Vordergrund, basierend auf der inhaltlichen Auseinandersetzung mit der Story und der Planung der einzelnen Szenen. Das Storyboard unterstützt die Planung und Strukturierung der einzelnen Szenen sowohl inhaltlich als auch chronologisch. Es bietet die Möglichkeit des visuellen Einblicks in die Gestaltung der Szene visuell und hilft bei der Erstellung von Text- und Dialogszenen. Ebenso ermöglicht es eine Abschätzung des frühzeitigen Bedarfs an Requisiten, Akteurinnen oder Locations und gibt damit einen schnelleren Überblick über den Ablauf, zeitlich, finanziell und personell. Und ein Storyboard unterstützt in der Kommunikation mit Dritten und bei der gesamten Projektplanung. Wie man ein Storyboard für 360-Grad-Produktion einsetzt und welche Mehrwerte dies hat, erfahren Sie in unserem nächsten Video Storyboards für 360-Grad-Lernszenarien.